Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Bewusstheit von Christian Bischoff ist ein Buch, das sich mit einem der zentralsten Aspekte des menschlichen Lebens auseinandersetzt, dem bewussten Leben im Hier und Jetzt. Der Autor, selbst ein renommierter Coach und Motivationstrainer, fordert die Leser dazu auf, sich von unbewussten Mustern zu lösen und ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. In einer Welt, die immer hektischer wird und in der Ablenkungen allgegenwärtig sind, bietet dieses Buch einen Wegweiser zurück zu sich selbst. Ausgehend von der eigenen Erfahrung präsentiert Bischoff zahlreiche praktische Tools und Übungen, die darauf abzielen, die innere Stimme wieder wahrzunehmen und das Leben so intensiv wie möglich zu erfahren. Dabei gelingt es ihm, sowohl fundiertes Wissen als auch emotionale Tiefe zu vermitteln. Das Buch richtet sich an alle, die spüren, dass es mehr im Leben gibt als äußeren Erfolg und materielle Sicherheit. Es inspiriert dazu, sich selbst neu zu begegnen und einen tieferen Sinn im eigenen Leben zu finden. Passt perfekt für Menschen, die sich persönliche Weiterentwicklung und echte Veränderung wünschen. Christian Bischoff schafft es, komplexe psychologische Prozesse leicht verständlich aufzubereiten und seine Leser auf eine transformierende Reise zu sich selbst mitzunehmen. Damit ist Bewusstheit ein inspirierender Begleiter für alle, die bereit sind, neue Wege zu gehen und ihr Leben selbstbewusst und selbstbestimmt zu gestalten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die Grundlagen der Bewusstheit. Im ersten zentralen Thema erläutert Christian Bischoff, was Bewusstheit eigentlich bedeutet. Viele Menschen leben den Großteil ihres Lebens im Autopilot-Modus, beeinflusst von Gewohnheiten, die selten hinterfragt werden. Bischoff betont, wie wichtig es ist, sich dieser Mechanismen bewusst zu werden und Verantwortung für die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen zu übernehmen. Das eigene Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Die Leser lernen, ihre Muster zu reflektieren und sich zu fragen, warum sie auf bestimmte Weise reagieren. Dies erfordert Ehrlichkeit und Mut zur Selbstkonfrontation. Der Autor erklärt praktisch und anschaulich, wie Achtsamkeit in den Alltag integriert werden kann, wodurch sich die Wahrnehmung für sich selbst und das Umfeld nachhaltig verbessert. Dieses Fundament macht es möglich, ein authentisches und erfülltes Leben zu führen, das auf eigenen Werten und Prioritäten basiert. Zweitens: Achtsamkeit als Weg zur Selbsterkenntnis. Ein weiterer wichtiger Themenkomplex in diesem Buch ist das Konzept der Achtsamkeit. Bischoff beschreibt konkrete Techniken, mit denen die Leser lernen, ihre Aufmerksamkeit wieder bewusster auf den aktuellen Moment zu lenken. Dies geschieht durch gezielte Achtsamkeitsübungen, Meditationen und Reflexionsfragen, die helfen sollen, Gedanken und Gefühle ohne Bewertung wahrzunehmen. Die Fähigkeit, den Moment zu erleben, ohne sich vom inneren Kritiker oder äußeren Stress ablenken zu lassen, wird dabei als Schlüssel zur Selbsterkenntnis dargestellt. Durch regelmäßige Praxis entwickeln die Leser eine innere Stabilität und Gelassenheit, die es ihnen ermöglicht, auch in herausfordernden Situationen ruhig und fokussiert zu bleiben. Damit verbindet der Autor theoretische Hintergründe mit praktischen Anleitungen, die jeder in seinen Alltag integrieren kann, um mehr Klarheit und Lebensqualität zu gewinnen. Drittens: Die Kraft der eigenen Gedanken. Bischoff widmet einen Hauptteil des Buches der Macht der eigenen Gedanken. Unsere Gedanken bestimmen unser Verhalten und letztlich auch unser Schicksal. Der Autor zeigt auf, wie Glaubenssätze und innere Überzeugungen entstehen und wie diese oft unbewusst unser Handeln steuern. Er ermutigt, negative Denkmuster zu erkennen und durch gezieltes Training zu verändern. Die Leser lernen, wie sie ihre Gedanken bewusst lenken und aus einer Opferhaltung in eine Schöpferrolle wechseln können. Dabei werden auch Methoden wie das Journaling oder positive Affirmationen vorgestellt, um die eigene Gedankenwelt konstruktiv zu beeinflussen. Indem man sich seiner mentalen Muster bewusst wird und sie transformiert, eröffnet sich eine ganz neue Möglichkeit, das eigene Potenzial voll auszuschöpfen und ein zufriedeneres, erfolgreicheres Leben zu führen. Viertens: Emotionale Intelligenz und Selbstführung. Ein zentraler Aspekt von Bewusstheit betrifft die Entwicklung emotionaler Intelligenz.
Bischoff erklärt, wie wichtig es ist, seine eigenen Emotionen wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen zu regulieren. Dabei geht es nicht darum, Gefühle zu unterdrücken, sondern sie als wertvolle Informationsquelle zu nutzen. Nur wer sich selbst gut führen kann, ist in der Lage, auch mit anderen empathisch und respektvoll umzugehen. Der Autor gibt praktische Tipps, wie man mit schwierigen Emotionen wie Angst, Wut oder Trauer umgehen kann, ohne von ihnen überflutet zu werden. Stattdessen lernt man, diese Gefühle als Antrieb für Wachstum und Veränderung zu begreifen. Ein hoher Grad an Selbstführung ermöglicht es, Ziele zu erreichen, gesunde Beziehungen zu führen und insgesamt erfüllter zu leben. Schließlich Bewusstheit im Alltag und nachhaltige Veränderung. Abschließend geht Bischoff darauf ein, wie Bewusstheit dauerhaft im Alltag verankert werden kann. Veränderungen passieren nicht von heute auf morgen. Sie erfordern Konsequenz und Ausdauer. Das Buch gibt praxisnahe Hinweise, wie kleine Rituale und Routinen helfen, achtsamer zu leben. Dabei ist es wichtig, den eigenen Fortschritt wertzuschätzen und Rückschläge als Teil des Entwicklungsprozesses zu akzeptieren. Die Integration von Bewusstheit in den Alltag bedeutet auch, Prioritäten klar zu setzen, gesunde Grenzen zu ziehen und den Mut zu haben, sich immer wieder neu auszurichten. Bischoff zeigt, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, sein Leben aktiv zu gestalten, unabhängig von bisherigen Erfahrungen oder äußeren Umständen. Dieser letzte Themenbereich motiviert, dran zu bleiben und gibt konkrete Strategien an die Hand, wie persönliche Entwicklung zu einem festen Bestandteil des eigenen Lebens werden kann. Zusammenfassend: Bewusstheit von Christian Bischoff ist ein Buch für alle, die sich aktiv mit sich selbst und ihrem Leben auseinandersetzen möchten. Es spricht vor allem Menschen an, die spüren, dass sie im Alltag oft funktionieren, statt wirklich zu leben, und die bereit sind, neue Wege zu gehen. Wer sich für persönliche Entwicklung, Achtsamkeit und Selbstführung interessiert, findet hier eine umfassende und zugleich sehr praxisnahe Anleitung. Das Buch bringt die Leser dazu, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen und sich von inneren Blockaden zu befreien. Es hilft dabei, sich selbst besser zu verstehen, authentischer zu leben und ein höheres Maß an Lebenszufriedenheit zu erreichen. Der besondere Mehrwert liegt darin, dass Bischoff nicht nur theoretisches Wissen vermittelt, sondern zahlreiche effektive Übungen und Tools an die Hand gibt, die einfach umsetzbar sind. Dadurch bekommt man sofort spürbare Ergebnisse. Außerdem ist der Ton motivierend und wertschätzend, was hilft, auch bei Schwierigkeiten dran zu bleiben. Im Vergleich zu anderen Ratgebern hebt sich dieses Buch durch seine klare Struktur, die Tiefe der Themen sowie den authentischen Ansatz des Autors hervor. Wer sich für Bewusstheit entscheidet, investiert nicht nur in ein Buch, sondern in eine nachhaltige Transformation. Es ist eine Investition in mehr Klarheit, Selbstbestimmung und Freude. Damit richtet sich das Buch an alle, die ihr Leben proaktiv gestalten wollen und bereit sind, sich auf eine erfüllende Reise zu sich selbst einzulassen, ganz unabhängig vom aktuellen Lebensabschnitt. Wenn Sie unterstützen möchten. Christian Bischoff, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.